Hallo allerseits. Heute stelle ich euch, wie versprochen, das Neubaufahrzeug von dem Musing Hobby in 1:35 vor. Ihr seht hier die eigentliche Beschreibung: Panzerkampfwagen 6 Krupp, gepanzerte Ausführung. Später hat natürlich auch der Tigerpanzer die Bezeichnung Panzerkampfwagen 6 erhalten. Wie viele wissen, ist das Neubaufahrzeug nur in sehr geringen Stückzahlen und probeweise eingesetzt worden, vor allem bei der Besetzung von Norwegen, und ich glaube im Russlandfeldzug 1941 sind dann die verbliebenen Exemplare verheizt worden. Also gut, dann wollen wir mal sehen, ob auch im Musing Hobby drin ist und nicht nur drauf steht. Fangen wir mal an mit der Bauanleitung. Ihr seht hier ein sehr schönes Vorbildfoto. Besonders interessant hier die Elefantenmarkierung. Ja, hier die üblichen Sicherheitshinweise und Zeichenerklärungen. Und dann eine schöne große Seite mit der Hintergrundgeschichte zum Fahrzeug. Sehr interessant. Es wurden ja nicht viele gebaut von denen und die Quellen sind da auch nicht immer so gut. Deswegen bin ich da sehr dankbar, dass man hier Informationen erhält. Dann ein Diagramm mit allen enthaltenen Gießästen und eben den Foto-Ads-Teilen, Abziehbildern und so weiter. Dann geht's los mit dem Zusammenbau. Finde ich eigentlich ganz gut dargestellt und übersichtlich. Erinnert mich ein bisschen an Dragon und diese Kästchen ein bisschen an Tamiya. Das ist ja kein Fehler, die beiden Hersteller hier sozusagen zu kopieren und sich das Beste auszusuchen. Ja, ihr seht, es ist recht komplex, das Fahrwerk und die Wanne. Vielleicht auch ein Grund, warum das Fahrzeug nie in größeren Stückzahlen gebaut wurde. Ja, schon ein recht komplexes Modell. Also für blutige Anfänger vielleicht nicht das Beste, aber für jeden, der ein bisschen Übung hat, sollte das gut machbar sein. Hier die Ketten, das ist recht interessant, da kommen wir auch nachher noch drauf zu sprechen. Die werden später mal beweglich sein, mit so einer Schablone hier und den Zapfen, die dann eingeklebt werden. Sehr interessant. Ja, hier einer von den MG-Türmen. Das war eigentlich der einzige deutsche Mehrturmpanzer. Man kennt ja vor allem die russischen und französischen. Das Konzept hat sich natürlich nicht so bewährt und ja, man hat dann eher geschaut, dass man eine gute Hauptwaffe platziert, anstatt mehrere Geschütze, die dann schlecht zu koordinieren sind. Dann geht es an die Bemalung. Hier sind mehrere Versionen möglich. Ihr seht Nummer 9, 8 oder 10. Das ist ein Fahrzeug der Panzertruppenschule Purtlos im Frühjahr 1940. Dann Fahrzeuge aus Norwegen im April 1940. Hier nochmal eins. Und hier noch ein Fahrzeug mit einem besonderen Tarnschema. Das ist dunkelgrau und dunkelbraun. Das ist eine Sache, die viele Leute vielleicht nicht beachten, und zwar, dass viele deutsche Panzer bis 1940 etwa so einen Tarnstrich hatten. Also man kann jetzt sagen, dass ja, deutsche Panzer immer grau lackiert waren und dann erst später sandgelb und so weiter dazu kam, sondern da gab es schon vorher Varianten. Und ihr seht, das Braun soll ungefähr die Hälfte bis ein Drittel bedecken. Hier dann noch eine Möglichkeit für ein Fahrzeug in der Ukraine 1941.
Hier gibt es noch eine Farbtabelle, bezieht sich auf mehrere Hersteller, zum Beispiel Tamiya, Model Mast oder Humbrol, Mr. Color. Ja, das ist schon mal nicht schlecht, wenn man da eine Auswahl hat. Und zum Schluss gibt es noch Tipps, wie man die Abziehbilder gut befestigt. Des Weiteren findet sich hier ein kleiner Zettel mit einer Berichtigung eines Fehlers, nehme ich an, in der Bauanleitung, wo es hier um die Turmkuppel geht. Finde ich ganz gut, dass die das ausbessern. Dem Bausatz liegen unzählige Gießäste bei. Viele davon sind auch doppelt oder dreifach vorhanden. Also ja, die brauche ich eigentlich nicht alle zeigen. Ich werde stellvertretend euch die hier zeigen, denn da bekommt man schon mal einen ziemlich guten Eindruck vom Bausatz. Hier haben wir die Unterwanne. Ihr seht kein Flash in Sicht. Und die Oberwanne passt auch wirklich hervorragend schon drauf. Also schon mal ein gutes Zeichen, dass hier diese großen Teile nicht verzogen sind und wir uns generell auf wenig Gebrauch von Spachtelmasse einstellen können. Ja, insgesamt wirkt der Guss hervorragend und erinnert mich auch stark an Tamiya, die allgemeine Aufteilung und Qualität. Ja, hier einer der MG-Türme. Ihr seht, sehr ähnlich mit dem Turm vom Panzer I. Ja, die Nietdetails sind eigentlich ganz hübsch wiedergegeben. Also größtes Lob. Wenn alle Bausätze so wären, dann würde das viele Modellbauer glücklich machen. Aber andererseits, ein schwieriger Bausatz kann ja auch eine Herausforderung sein. Ja, schön, dass man hier auch die Luken offen darstellen kann. Das gibt einfach dem Modell viel Leben später. Also ihr seht, hervorragend gegossen, kein Grad in Sicht. Und ja, bin schwer beeindruckt. Die Abziehbilder sind tadellos. Ihr seht nur hier, der Trägerfilm ist recht dick. Sollte aber kein Problem sein, wenn man ein bisschen Weichmacher verwendet oder andere Abziehbilder sich holt oder übrig hat. Dem Bausatz liegen auch schon ziemlich viele Foto-Ads-Teile bei. Das ist immer eine nette Zugabe und verbessert definitiv die Detaillierung von dem Modell. Klarsichtteile für die Optiken liegen auch bei. Ich habe bis heute den Sinn noch nicht ganz verstanden, aber sei es drum, warum nicht? Der Guss ist auf jeden Fall hervorragend und schlierenfrei. Kommen wir jetzt noch auf die Ketten zu sprechen. Ihr seht, es sind Einzelgliederketten und ja, die sind sehr schön detailliert. Der Clou ist hier, dass man hier mit Hilfe dieser Schablone die Ketten beweglich bauen kann, denn die einzelnen Kettenglieder werden hier eingesteckt und anschließend werden dann die Verbindungsbolzen reingesteckt und verklebt. Und wenn man das gut hinbekommt, erhält man hinterher eine komplett bewegliche Kette, was natürlich sehr schön ist, wenn man einen realistischen Durchhang erreichen will oder ja, das Modell auf einem Diorama platzieren will, wo sich das Fahrwerk dem Untergrund anpasst. Also alles in allem ist es eigentlich dasselbe Prinzip, wie man es auch von den Modelkastenketten kennt. Eigentlich hervorragend, dass es hier so ausgeführt ist. Die Magic Tracks von Dragon sind ja mein persönlicher Favorit und ich habe jetzt so dieses System noch nie ausprobiert. Ich werde dann schon sehen, was mir besser gefällt. Also es ist auf jeden Fall eine ziemliche Fieselei, die Bolzen später zu befestigen, aber ich denke, dass das Resultat doch der Mühe wert ist.
Amusing Hobby bietet mit dem Neubaufahrzeug sozusagen das All-Inclusive-Paket. Sehr schön gegossene Teile, schöne Detaillierung, Fototeile und eine bewegliche Einzelgliederkette. Der Bausatz ist mit 60 bis 65 Euro ziemlich teuer. Wenn man aber bedenkt, dass der Dragon-Bausatz ungefähr genauso viel kostet und der Trumpeter-Bausatz nicht so detailliert ist und man einiges an Aftermarket-Produkten reinstecken müsste, um auf selbe Niveau zu kommen, dann relativiert sich das relativ schnell. Also meiner Meinung nach ist das im Moment der beste Bausatz für dieses Fahrzeug und auf jeden Fall empfehlenswert. Das nächste Mal packe ich für euch die Dassault Rafale von Revell 1:48 aus. Ich hoffe, euch hat der Kit Review gefallen und man sieht sich im nächsten Video. Euer Hamid Kabakas.